Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal was ganz Besonderes an. Ein wirklich faszinierendes Bildungsprojekt von einem Lehrer namens Josef Stöckel. Das Ganze ist ein Experiment, das, die typische Vorstellung von Unterricht ziemlich auf den Kopf stellt. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, die uns allen im Kopf herumschwirrt: kostenloser Unterricht von einem ausgebildeten, erfahrenen Lehrer? Ganz ehrlich, wie soll das denn bitte gehen? Bleibt dran, denn genau das finden wir heute gemeinsam raus. Also, fangen wir mal an. Ein Klassenzimmer, das nichts kostet. Tauchen wir mal direkt in den Kern dieses, fast schon unglaublichen Angebots ein. Das Wichtigste zuerst: Wer steckt eigentlich dahinter? Das ist kein anonymes Online-Portal. Nein, das Angebot kommt von Diplompädagoge Josef Stöckel, einem staatlich geprüften Lehrer aus Tirol in Österreich. Das gibt dem Ganzen also von Anfang an ein wirklich solides professionelles Fundament. Okay, und wie sieht das Ganze praktisch aus? Also, was wird da unterrichtet und wann kann man mitmachen? Werfen wir mal einen Blick auf den wöchentlichen Lernplan. Der Aufbau ist echt clever, ihr seht's ja hier. Unter der Woche gibt's die verschiedenen Lektionen in Musik, digitaler Bildung und Mathematik. Und dann kommt der Samstag. Der ist quasi der Höhepunkt der Woche, eine Live-Fragerunde, wo alle Fragen zu den Themen der Woche geklärt werden können. Das ist ein wirklich schöner, interaktiver Ansatz, finde ich. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, merkt euch diesen Termin. Jeden Samstag um 9 Uhr morgens, also mitteleuropäische Sommerzeit. Der virtuelle Raum ist sogar schon eine Viertelstunde früher offen, damit auch wirklich jeder entspannt reinkommt. So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Wir kommen zu der Frage, die uns doch allen unter den Nägeln brennt. Wenn etwas gratis ist, dann sucht man ja irgendwie immer nach dem Haken, oder? Was ist also der Preis für diese Gratisstunde? Ja, genau das. Wo ist der Haken? Irgendwas muss die Sache doch kosten, oder? Diese Skepsis ist ja auch total verständlich. Aber die Antwort, die ist wirklich alles andere als gewöhnlich. Und hier haben wir es, direkt von der Quelle. Josef Stöckels Aussage ist absolut eindeutig. Der Unterricht kostet nichts. Kein Abo, keine versteckten Gebühren, einfach nichts. Aber es gibt eine Art Gegenleistung und die ist wirklich einzigartig. So, und hier wird das Rätsel gelöst. Die Bezahlung ist nämlich keine Bezahlung im klassischen Sinne. Es gibt keine Rechnung, stattdessen gibt es eine einfache Bitte. Die Familie Stöckel hat nämlich ein Gästehaus und sie bitten die Teilnehmer einfach darum, die Website von diesem Gästehaus online zu teilen. Das war's. Und damit das Ganze auch ein Gesicht bekommt: Es geht um das Gästehaus Stöckel in Schlitters in Tirol. Durch diese ganz persönliche Bitte wird das Projekt auf einmal greifbar. Es geht nicht darum, irgendeinen Konzern zu bewerben, sondern einen echten Familienbetrieb zu unterstützen. Zoomen wir mal ein bisschen raus und schauen uns das große Ganze an. Was sagt dieses Modell eigentlich über Bildung und auch über Gemeinschaft aus? Und dieser Vergleich hier bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Normalerweise kennen wir das so: Wir tauschen Geld gegen Bildung. Das ist das typische Modell. Stöckels Modell dreht das komplett um. Hier tauschen wir Aufmerksamkeit, also die Reichweite, die man durch das Teilen eines Links schafft, gegen Bildung. Aufmerksamkeit wird hier sozusagen zur Währung. Man könnte das Ganze eigentlich gemeinschaftsgetragene Bildung nennen. Der Wert, der hier für den Unterricht fließt, kommt eben nicht aus dem Geldbeutel einer einzelnen Person, sondern entsteht durch die gesammelte Unterstützung der Community für ein ganz anderes Projekt. Ziemlich genial, oder? Was können wir also aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen? Tja, ich würde sagen, eine ganze Menge. Erstens: Wert muss nicht immer Geld bedeuten. Zweitens: Die Unterstützung durch eine Gemeinschaft ist eine unglaublich starke Kraft, eine echte Währung. Und drittens: Eine winzige Geste wie ein Link-Klick kann, wenn es viele tun, Bildung für alle ein Stück zugänglicher machen. Und das bringt mich zu einer letzten spannenden Frage, die ich euch einfach mal mitgeben möchte. Wenn dieses Tauschgeschäft für Bildung funktioniert, wo könnte es denn sonst noch klappen? Welche anderen Dienstleistungen könnten vielleicht auch auf der Basis von gemeinschaftlicher Aufmerksamkeit statt auf Geld angeboten werden? Denkt mal drüber nach.